Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 26. August wurde Rainer auf der Kirchweih in Emskirchen von einem Hater mit dem Pseudonym Affenkeks gesichtet. Dieser besuchte Rainer dann am 27. August, dabei kam es angeblich auch zu einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Ein Besucher soll über den Zaun auf Rainers Grundstück geklettert sein und wurde dort dann von Rainer und dessen in etwa gleichaltrigen Nachbarn in den Schwitzkasten genommen, bis die Polizei kam. Am 30. August positionierte sich Rainer vor dem Dorfeingang Altschauerbergs, so dass Hater nicht hineinfallen konnten. Am 3. September verkaufte Rainer wieder Poster und nahm laut Rechnungen der Hater damit etwa 300 € ein. Am 4. September schrieb Rainer einige bekannte YouTuber auf Twitter an. Darunter war auch Gronkh, der ihn aber zurückwies. Am 6. September wurde Rainer auf einem Fahrrad gesichtet und heimlich fotografiert. Am 9. September gab sich Rainer in Tweets dramatisch und behauptete, seine Familie und Freunde wären für ihn gestorben. Zu dieser Zeit etwa dürfte Rainers Schwester ein Kind bekommen haben. Später würde Rainer ihr vorwerfen, dass sie ihn nicht genug eingebunden hatte. Abends war Rainer in der Rockfabrik in Schweinfurt. Am 10. September versuchte er auf Twitter erneut mit Gronkh Kontakt aufzunehmen. Auch sonst war Rainer die nächsten Tage hauptsächlich viel auf Twitter aktiv. Am 21. September war Rainer in Begleitung einer Dame im Tiergarten in Nürnberg. Das zugehörige Video sollte er jedoch erst einige Zeit später hochladen. Darin behauptet Rainer auch, Mitglied beim WWF zu sein. Am 22. September bekam Rainer dann eine neue Ladung Poster geliefert, die er bei sich daheim an Besucher verkaufte. Mittlerweile schien sogar die Telekom von Rainers Problemen mit dem Stromanbieter zu wissen und auch Pro7 versuchte Rainer bei seinen Schwierigkeiten mit Frauen zu helfen. Am 23. September besuchte Rainer in Damenbegleitung ein Metal-Konzert in dem Nürnberger Lokal Hirsch. Dabei kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem anderen Gast, was dazu führte, dass Rainer aus dem Lokal geschmissen wurde. Aus dem Arschloch! Um dumm zu sein, du hässliches Stück! Am 30. September kündigte Rainer auf Twitter an, nun die sogenannte Drachenbox zu verkaufen. Dabei handelte es sich jedoch nur um Krimskrams, den er vermutlich schon länger loswerden wollte. Am 1. Oktober schrie Rainer Besucher an und ließ den Motor seines Autos aufheulen. Am 6. Oktober gab es einen Stream auf YouNow als Testlauf für den Spendenstream. Da er immer noch keinen Strom hatte, streamte er den Tränen nahe in einer fremden Wohnung. Rainer behauptete, er wäre an diesem Tag bei seinem Stromanbieter gewesen, da er von diesem gerne ein Sponsoring hätte. Da sein Stromanbieter jedoch nach wie vor wollte, dass die 15.000 € Stromschulden bezahlt werden, gab Rainer zu, besiegt zu sein. Wenn du mit YouTube bist du besiegt. Ja, aber nicht von den Hatern, sondern von meinen Stromanbieter bin ich besiegt worden. Die Hater haben zu tun. Seit ich keinen Strom mehr habe, lese ich. Ja, ich beschäftige mich viel mehr mit Mangas, viel mehr mit normalen Büchern. Ich habe jetzt viele meiner Bücher nochmal gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ganze vom Strom abgekapselt ist eigentlich sehr verlockend. Diese Sache mit dem Spendenstream, ich bin sehr stark am Überlegen, dass ich das komplett fallen lasse. Weil wie gesagt, es sind hier nur Arschgeigen oder fast nur Arschgeigen unterwegs, bitte mit schon. Ich habe mein ganzes Leben weggeworfen im Prinzip dafür, dass ihr mich verarschen könnt, damit ihr über mich lachen könnt. Auch die nächsten Tage kam es wieder zu Posterverkäufen.
Am 8. Oktober verriet er dabei Kunden, dass er kommende Woche für 3 Tage nach Köln eingeladen sei, um ein Projekt mit anderen YouTubern zu machen. Am 9. Oktober kündigte Rainer den Köln-Besuch auf Twitter an und implizierte, Aiblali würde nach Japan fliegen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Als Rainer dann am 10. Oktober in Köln war, wurde er vor dem Dom gesichtet und schnell von einer Gruppe an Menschen umringt. Jemand, der offenbar mit Aiblali in Kontakt stand, ermöglichte es Rainer, diesem eine Sprachnachricht zu schicken. Da Rainer keine Jacke hatte und es mittlerweile ziemlich kalt geworden war, ging er in eine nahegelegene Primark-Filiale, um dort warme Kleidung zu kaufen. Da er keine passende Jacke finden konnte, was er auf seine breiten Schultern und muskulösen Arme zurückführte, kaufte er sich letztendlich eine Mütze. In der Nacht lud Rainer dann eine Roomtour von seinem Hotelzimmer hoch. In dem Video Drache Aufbach Köln dokumentierte er seine Anreise mit dem Auto und die Ankunft beim Kölner Dom. Am nächsten Tag fanden Hater Rainers Auto und konnten so sein Hotel ausfindig machen. Daraufhin wurden Pizzas auf Rainers Namen bestellt und Affenkeks rief beim Hotel an, um Rainer mit dem Weckdienst des Hotels um 4 Uhr morgens aufwecken zu lassen. Während des Anrufs ist im Hintergrund ein Pizzabote zu hören. Wer ist der Kunde, der bestellt? Kunden rein den Winkel. Guck mal, Arsch, ich bin Gast im Hotel. Malden und rein den Winkel. Vor dem Hotel hatte sich nun auch eine kleine Menge an Hatern versammelt. Allerdings war Rainer bereits in ein anderes Hotel umgezogen. In der Nacht lud er dann den Vlog zum Nürnberger Zoobesuch hoch. Daraufhin folgte dann ein Stream von seinem neuen Hotelzimmer. Aufgrund eines hinter Rainer sichtbaren Vorhanges konnten Hater auch prompt sein neues Hotel identifizieren. Am 12. Oktober lud Rainer dann eine Roomtour von seinem neuen Hotel hoch. Und jetzt will ich mal kurz auf den Balkon schauen, denn da ist ein kleiner Tisch, da werde ich nachher schneiden. Denn ich habe hier eine unglaublich geile Aussicht. Pfafft euch das mal rein. Und da stehen Leute. Hey, guten Abend. Rainer bestätigt auch, dass die Pizzen erst ankamen, als er bereits in einem anderen Hotel war. Dann geht er mit den beiden anderen YouTubern essen. Einer der YouTuber, The Changeman, warf am 13. Oktober etwas Licht auf die Angelegenheit. Anscheinend war Rainer bei den Dreharbeiten für World of Wolfram dabei gewesen. Dabei handelte es sich um eine Webserie des öffentlich-rechtlichen Netzwerks Funk. Da diese auch Rainers Aufenthalt und Reise komplett bezahlt hatten, bedeutet dies, Rainers Ausflug nach Köln wurde zu einem großen Teil vom Rundfunkbeitrag finanziert. Am 15. Oktober wurde Rainer in einem Kino gesichtet. Angeblich wurde er, als er Holz und diversen Müll in einer Tonne verbrannte, von einem Hater so sehr provoziert, dass er sein Glied zeigte und mit einer Stinkbombe warf. Am 19. Oktober lud Rainer dann das Video Ich glaube, ich stehe im Wald hoch. Darin zeigt er sich, wie er mit seiner neuen Mütze ausgestattet durch den Wald spaziert und Pilze sucht. Er erklärt, nun eine Person gefunden zu haben, bei der er gegen Bezahlung Videos hochladen kann. Am 22. Oktober war Rainer erneut im Kino. Am 23. Oktober schüttete ein Hater leere Zigarettenschachteln in Rainers Feuertonne. Später fuhren die Hater zum Roten Herz, um dort zu essen. Rainer war ihnen allerdings gefolgt und stellte sie noch einmal zur Rede. Macht dir das nett? Kannst dich auf Anzeige freuen, Alter. Und jetzt hol er den Scheiß bei mir wieder ab und löscht dein scheiß Video, oder du bist fällig. Glaubst du mir, Junge? Ach so, da rein braucht ihr übrigens gar nicht gehen. Dein Handy kannst du auch gleich ausmachen. Ihr braucht ja gar nicht reingehen, weil ihr da überhaupt nichts kriegt. Das ist ja Baby dabei. Der Spaß, die mit dir jetzt ab. Angeblich stieg Rainer dann aus dem Auto aus und attackierte einen der Hater, bevor er sich endgültig aus dem Staub machte. Am 24. Oktober musste sich Rainer vor Gericht für seinen Angriff auf ein Auto vom 4. Juni verantworten. Schon bei der Ankunft am Gerichtsgebäude wurde er gefilmt. Rainer, sag doch mal Hallo.
Mit einem Maßband befestigt an einer Säule wiesen die Hater nach, dass Rainer unter 1,90 groß war. 4 Hater waren auch während der Verhandlung dabei und luden ihr Gedächtnisprotokoll als Podcast ins Internet hoch. Laut ihnen war Rainers Anwalt, bei dem es sich um einen Verwandten handelt, nicht vor Gericht erschienen. Rainer versuchte sich als Opfer darzustellen und behauptete, er hätte sich nur verteidigt. Auch wurde enthüllt, dass Rainer im Monat zwischen 200 und 400 Euro verdient. Vor Gericht wurde Rainer wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in 60 Tagessätzen von 15 Euro, also insgesamt 900 Euro verurteilt. Am 28. Oktober war Impertinentius oder kurz Imp, einer der frühesten Hater, bei Rainer zu Besuch. Rainer, was ist denn jetzt mit unserem Geschenk? Ich möchte dir das hier gerne übergeben. Hier, nimm mal. Wir haben dir eine Drachenbox gemacht. Wenn du mich nochmal berührst, was ist das Letzte, was du tust? Verstanden? Dabei traf er vor Ort auch andere Hater. Obwohl Imp davon abriet, nahm einer der Hater eine Katze mit, die sich am Altschauerberg rumtrieb, da er sie für kränklich und unterernährt hielt. An diesem Tag erschien auch Folge 4 von World of Wolfram. Rainer wurde im Endeffekt aus der Folge rausgeschnitten, vermutlich weil die Produzenten den Code-Midas-Effekt fürchteten. Aufmerksame Hater bemerkten jedoch, dass Rainers kreative Frisur teilweise im Hintergrund für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen war. Am 10. November kamen dann Gerüchte in Umlauf, dass Reporter vom Öffentlich-Rechtlichen in Emskirchen waren, um eine Dokumentation über Rainer zu drehen. Am 11. November hatte Rainer dann endlich wieder Strom. Dies war möglich, da in seinem Haus ein Prepayment-Zähler installiert worden war. Dazu gab es dann auch gleich einen Stream. Darin kündigte er an, sobald er eine Glasfaserleitung hat, würde er den Spendenstream veranstalten. Auch baute er den Paper Rainer vom Altschauerberg Anzeiger zusammen. Am 12. November erschien Wieder Strom, neues Arbeits- und Schlafzimmer. In dem Video, das Rainer noch gedreht hatte, als er keinen Strom hatte, informiert er die Zuseher, dass er während der stromlosen Zeit nicht regelmäßig duschen konnte. Als Rainer an diesem Tag streamte, gab er zu, unter 1,90 groß zu sein und kündigte allerhand Renovierungsarbeiten für sein Haus an. Auch war Imp kurz zu Gast, wurde aber gleich wieder gekickt. Offenbar ein Hallo Rainer! Offenbar ein Fan von... Wann kommt denn die Folge von Hater heute mit mir? Offenbar ein Fan von... jetzt habe ich den Namen vergessen. Von Naruto, Sakura. Am 14. November grüßte Rainer im Dragon Monday die Polizei und zeigte dann Gronkh und Iblali den Mittelfinger. Aber ich habe wieder Strom. Es ist nicht der Fall, dass ich mir von irgendwelchen Nachbarn den Strom gezogen habe, noch habe ich irgendwo anders irgendwas Rechtswidriges gemacht. Zum einen verfolgt die Polizei, hier mal ein Gruß an dieser Stelle, meine Videos mittlerweile sowieso sehr häufig oder wird sehr häufig darauf aufmerksam gemacht. Ich verfolge verschiedene Let's Player, unter anderem Gronkh, unter anderem verfolge ich Iblalis Videos. Gronkh und Iblali zeigten sich jedoch wenig beeindruckt. Am 15. November ging Rainer im Stream wieder einmal auf die Hater ein. Drool, anstatt mir auf den Sack zu gehen und mich anzumachen, wann hast denn du das letzte Mal eine Freundin genagelt? Oder eine Frau gehabt? Wahrscheinlich noch nie. Schläfst mit Männern wahrscheinlich. Ich sag seit 4 Jahren oder seit 3 Jahren sage ich, dass ich bisexuell bin. Aber mit dem Typ würde ich nie im Leben schlafen. Also ein bisschen Schamgefühl habe ich schon auch, ey. Wisst ihr was? Der Klügere gibt nach. Jeder Hater, der jetzt weiter hier rumspammt, beweist damit automatisch, dass er weniger wert ist als ich. Denn ich werde auf die Scheiße nicht mehr eingehen. Ich bin keiner, der folgt. Ich bin ein Alpha-Typ, kein Beta. Ich werde nie ein Beta sein. Genau wie alle anderen Hater. Ihr gebt mir Marsch vorbei. Warum soll es mich interessieren? Ich bin euch nichts schuldig. Dann fick dich ins Knie und verpiss dich aus meinem Stream. Und du hast keine Ahnung, was ich lüge, wann ich lüge und ob ich lüge. Und wenn, warum ich lüge. Anschließend bat er auf Twitter um Fragen für eine neue Folge #FragtRache. Am 16. November wurde Rainer im Stream von dem Hater Droll so sehr provoziert, dass er über seine eigene Mutter schimpfte und den Stream abbrach. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater ist
tot. Meine Mutter ist eine dumme Schlampe, die irgendwo anders rumrennt und mir auf den geht. Hör endlich auf, mich zu nerven, du Wichser, Alter. Halt doch endlich mal das Maul, Drul, wenn du keine Ahnung vom Leben, ohne Scheiß. Dummes Stück Scheiße, Alter, ohne Fuck. In einem Hashtag #FuckDrache äußerte sich Rainer zur Schlagstockattacke. Jürgen, ich komme mit Schlagstock, deine Glasknochen gehen schnell in die Brüche, wie die Briefflasche. Was? Wie die Bierflasche. Hashtag #FuckDrache. Der letzte Typ, der mich mit dem Schlagstock angegriffen hat, ist nur deswegen dem Tod entkommen, der mich übrigens auf den Kopf schlagen wollte und ich mit dem Arm abgewehrt habe und meine Knochen sind nicht zu Bruch gegangen. Der letzte Typ, der mich mit dem Schlagstock angegriffen hat, hat nur deswegen überlebt, weil andere vorhanden waren, die er angreifen hätte können in dem Moment. Hätte er noch ein einziges Mal zugeschlagen, hätte ich ihm den Arm gebrochen, das Bein gebrochen und vermutlich das Herz rausgerissen. Folglich, ich würde an deiner Stelle nicht so angeben. Ich habe weit mehr drauf, als du glaubst, und ich habe ihn nur deswegen nicht angegriffen, weil er auf mich losgehen sollte, was er auch getan hat. Beim 3. Schlag war ich schneller als er, beim 4. Schlag wäre er verloren gewesen. 3 Schläge von ihm, 1 Schlag von mir. Mehr ist nicht nötig. Am 18. November ließ Rainer wieder Gäste im Stream zu. Wenn ihr die Sachen der Posten immer für bare Münze nehmt, dann kann euch kein Mediziner der Welt mehr helfen, kein Psychiater der Welt mehr helfen. 99% von dem Zeug, was die machen, ist gehatet und gelügt und Hauptsache, sie können meinen Ruf beschädigen. Das war nie anders und es wird auch nie anders sein. Am 19. November rief er im Stream Iblali und Kronk dazu auf, sich mit ihm auszusprechen. Am 21. November kündigte er im Dragon Monday an, Drachenlord in Zukunft als alter Ego zu verwenden und ein Video über Religion zu machen. Dann redet er über die stromlose Zeit. Hä? Was wollt ihr eigentlich, Alter? So schlimm ist es doch gar nicht. Ja, und genau das ist es auch nicht. Also das ist nicht schlimm. Es war nicht so schlimm. Jetzt im Winter wäre es ein bisschen schlimmer geworden, weil ich halt überhaupt nichts zu tun habe und weil es halt verflucht schnell dunkel wird. Ja, ich meine, wir haben jetzt 17:26 Uhr und es ist draußen stockfinster, als hätten wir schon mitten in der Nacht 12 Uhr oder so. Also voll krass. Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber es ist eine machbare Sache. Ich persönlich bin sowieso der Meinung, jeder Jugendliche da draußen sollte vielleicht wirklich mal so eine Woche oder 2 Wochen wirklich ohne Strom sein, aber wirklich komplett ohne Strom. Das heißt kein Handy und nichts anderes, wirklich keinen Strom. Im Stream gab er zu, der Hate würde ihn psychisch belasten und kündigte an, in Zukunft nicht auf die Hater einzugehen. Du schmarotzt aber wohl. Genau, ich arbeite ja gar nichts. Die psychische Belastung mit euch Arschlöchern da draußen, dann, natürlich sind damit nur die Arschlöcher gemeint. Wer sich immer ansprechen fühlt, muss dann drüber nachdenken, warum. Das ist natürlich überhaupt keine Arbeit, ne? Weil die psychische Belastung, die dabei entsteht, das ist garantiert keine Art von Arbeit oder keine Art von Stress. Wisst ihr was? Ich gehe auf euch Idioten einfach gar nicht mal ein. Laber doch so lange, wie ihr wollt. Kindergartenscheiß da. Dann behauptete er, ein UFO gesehen zu haben und äußerte sich erneut über die Hater. Ich habe gestern ein UFO gesehen. Oder ich glaube zumindest, dass es ein UFO war. Ey, ohne Scheiß, die Intelligenz der Hater ist echt unterirdisch. Ich bin vielleicht so intelligent wie ein Meter Feldweg oder 10 Meter Feldweg. Dafür bist du so intelligent wie ein 10 Meter unterirdischer Feldweg, den es nicht gibt. Solltest du drüber nachdenken. Auch befürchtete er, bald wieder stromlos zu sein, da er kein Geld mehr für den Prepaid-Stromzähler hatte. Rainer hatte zwar für den Moment Strom, saß jedoch immer noch auf etwa 15.000 Euro Schulden, allein bei seinem Stromanbieter. Dazu kam noch, dass seine Strategie, Geld mit Posterverkäufen zu verdienen, dazu geführt hatte, dass jeden Tag Massen an Hatern zu ihm pilgerten. Und da seine Bekanntheit im Mainstream kontinuierlich zunahm, war eine weitere Eskalation abzusehen.